Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet auf meinem Kanal. Heute erstes Video in diesem Jahr und ich wollte euch einfach mal ein Update geben, was ist passiert in der Zwischenzeit, wie geht's uns und ich habe auch noch was anderes. Erstes Video dieses Jahr und wenn ich ehrlich bin, die letzten Wochen, ich hatte keine Lust auf die Werkstatt. Ich hatte überhaupt Lust zu gar nichts. Und ja gut, Grund wisst ihr alle, habt ihr mitgekriegt, der Wasserschaden bei uns wirklich eine immens böse Sache. Und das ist noch lange nicht vom Tisch das Thema, aber Leben muss irgendwie weitergehen, Werkstatt muss auch weitergehen. Das, was ihr jetzt hier seht, ist so mehr oder weniger noch der so ein intakter oder vorzeigbarer Bereich. Aber wenn ich jetzt nach links oder rechts schwenken würde, da stapeln sich halt auch die Kisten aus dem Keller und ja, ich muss da oder wir müssen da noch ein bisschen mit leben, aber ich wollte dich trotzdem mal mitnehmen bei einer neuen Sache und es gibt einen neuen Zuwachs in der Werkstatt. Den sollte es eigentlich vor Weihnachten schon geben, da gab es aber Lieferengpässe und ich zeige euch jetzt, worum es geht. Lange habe ich mit mir gerungen, habe es immer wieder vor mir hergeschoben, jetzt ist sie da. Die neue Bandsäge und es ist tatsächlich eine Record Power geworden. Ich habe ja da echt mit mir geschwankt, ich wusste nicht, für wen entscheide ich mich? Es gibt so viele Sachen, Geräte, Modelle am Markt. Es ist fast unüberschaubar. Und ja, das ist die 250er. Und wer sich so ein bisschen mit den Record Power Maschinen auskennt, das ist die neue Zerdroid 250. Und die gab es bisher in der 350er und 400er Version. Und die ist ganz neu auf den Markt gekommen. Die bauen wir heute mal zusammen. Und da bin ich gespannt, wie sich das Ding schlägt. Muss ja noch eingestellt werden. Ich habe auch hier so ein Untergestell ist dabei hier. Ich weiß nicht, wer das kennt, dieses fahrbare. Und ja, das baue ich jetzt mal geschwind zusammen und dann schauen wir uns die Maschine gleich mal an, wie die sich so schlägt. Ich bin sehr gespannt. So, Freunde. Hat doch ein paar Minuten gedauert. Das ist jetzt das Originalgestell, was man zu der Säge dazu kaufen kann. Und die haben halt diese super genialen Räder, die man halt mit diesem Klappmechanismus hier runterdrücken kann, sodass die Säge beweglich mobil bleibt. Und in einer kleinen Werkstatt wie bei mir ist das natürlich die ideale Voraussetzung. Ja, jetzt muss die Säge da drauf. Mittlerweile steht die Säge auf ihrem Untergestell, alles ist soweit montiert. Den Anschlag habe ich auch schon festgemacht hier. Auch Platz für Zubehör ist geschaffen. Hier ist zum Beispiel eine Schraube für einen Schiebestock. Auf der Rückseite gibt es super Halter für Imbusschlüssel, Mausschlüssel, das war alles dabei. Und auch wenn ich das Band bzw. den Bandlauf und die Bandspannung noch nicht eingestellt habe, so möchte ich die Maschine doch einfach mal einschalten, mal hören, wie die sich anhört. Das machen wir jetzt zusammen. So, los geht's, ich bin gespannt. Ja, hört sich super an, sehr gleichförmig, keine Schläge im Geräusch oder so. Wie die nachher sägt, wird sich zeigen, ganz klar. Jetzt will ich mir natürlich noch Gedanken um eine passende Absaugung machen. Denn die Maschine hat natürlich auf der Rückseite einen Stutzen für eine Absaugung. Allerdings denke ich mal, ist die nicht so effektiv wie eine, die direkt unterm Tisch absaugen würde. Also direkt unter der Tischfläche hier. Und da will ich mal schauen, ob ich mir da noch was einfallen lassen kann. Warum ist es jetzt diese Maschine geworden und nicht irgendeine andere? Natürlich habe ich mich da intensiv mit beschäftigt. Es gibt viele, viele Marken, Modelle am Markt. Und in erster Instanz ist das wichtigste Kriterium natürlich das hier der Umlenkrollen. Also die Größe der Umlenkrollen, wie groß sind die Rollen, das hat natürlich Einfluss auf die maximale Schnitthöhe an der Säge oder auch die Ausladung hier. 250 mm ist fast die kleinste. Ich glaube 200 gibt es noch. 250 mm ist noch eine recht kleine Größe. Aber ich habe überlegt, was habe ich in den letzten Jahren an Projekten gehabt? Was habe ich gemacht? Wo hätte ich sie eingesetzt? Da reicht mir die Größe. Warum ist es jetzt diese Maschine hier geworden und nicht irgendeine andere? Weil wir haben natürlich auch ein paar bei uns im ansässigen Baumarkt, die konnte ich mir anschauen. Aber hier in dem Fall habe ich mich mit der Firma Maschinenhandel Meier in Verbindung gesetzt. Da wurde ich super beraten. Da hat man mir die Vor- und Nachteile
dazu erzählt. Es ist natürlich eine kleine Maschine, aber in dieser Geräteklasse ein echtes Sahnestück. Denn es ist nicht die normale 250er, es ist die Säbre. Da sind ein paar schöne Gimmicks dabei, die man halt auch eher von den größeren Geräten kennt. Sprich hier eine Schnellverstellung, Einhand ohne Werkzeuge, um die Bandführung einzustellen, links, rechts, hinten. Das gleiche gilt auch hier für die Spannung. Da habe ich einen Hebel auf der Rückseite, wo ich das Sägeband nach getaner Arbeit entspannen kann. Hier, das kann man auch, glaube ich, sehr schön sehen. Machen wir gerade hier. Mal Hebel umlegen. So. Fertig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ist jetzt nicht wirklich ein richtiges Bastelprojekt, aber auch sowas passiert. Ein neues Gerät kommt, man muss sich damit auseinandersetzen. Den Unterbau habe ich zusammengebaut. Ein bisschen mich in die Grundzüge der Bedienung eingearbeitet. Und ja, das mit der Absaugung, das wird ein eigenes Projekt werden. Das wird aber schon, denke ich mal, in Kürze folgen, damit halt das Gerät auch bei mir hier zum Einsatz kommt. Und dann werden wir auch die ersten Projekte damit machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr wisst ja, lasst ein Abo da und dann auch direkt die Glocke anmachen. Ihr verpasst nichts, wenn es was Neues bei mir auf dem Kanal gibt. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.